Herzlich willkommen bei In die Ferne. Ich habe mir mal überlegt, welche Camping-Gadgets, was ich an Equipment einfach immer dabei habe, was wirklich praktische Alltagshelfer für die Bereiche Sicherheit, Medikamente, Erste Hilfe oder einfach irgendwie praktisch in verschiedenen Zusammenhängen sind. Und genau, darum geht es heute in dem Video. Weil mir beim Raussuchen aufgefallen ist, dass ich da wirklich viele Dinge nennen könnte, habe ich das aufgeteilt. Und zwar in 10 Teile, die man besonders im Winter gut gebrauchen kann, weil man da viel Zeit auch drin im Camper verbringt oder irgendwas Spezielles, was halt aufgrund der Temperaturen relevant ist. Und es wird einen zweiten Teil geben für den Sommer, also 10 Dinge, Camping-Equipment, die ich eigentlich immer dabei habe und die man im Sommer gut gebrauchen kann. Wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, denn dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid, sobald das Video online geht. Das ist das Teil, das gerade noch im Test ist, und zwar diese Fußmatte, die auf einer Seite wie so ein Teppich beschichtet ist, halt Fußmattenteppich, und auf der anderen Seite Gummi und damit wasserabweisend. Gerade wenn die Füße, also die Schuhe, schlammig und dreckig sind, ist das nicht verkehrt, wenn man nicht immer den kompletten Schlamm hier mit reinträgt. Den Tipp habe ich von einem anderen Camper bekommen. Liebe Grüße an Harvey. Der hat mir auch die Matte zur Verfügung gestellt. Ich muss mir im Tausch noch irgendein kitschiges Camping-Gadget mitbringen. Also wenn ihr geile Ideen für kitschige Camping-Equipments habt, um sich für so eine coole Fußmatte zu bedanken, dann haut mir da mal was in die Kommentare. Harvey, ich habe dich nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall ist das Coole hier dran. Guckt mal da runter. Hier ist die Gummibeschichtung und hier unten drunter ist Teppich. Das heißt, wenn ich jetzt die Schuhe ausziehe, kann ich einfach oben den Teppich hinlegen, wenn er jetzt hier nicht gerade so dreckig ist wie jetzt. Ich habe ja jetzt schon lange nicht mehr gefegt. Und während ich hier mit schlammigen Füßen hantiere, bleibt der Großteil des Matsches einfach auf der Matte und ich kann es wieder abklopfen, mit Wasser einfach abspülen, drüber gehen, mit dem Besen drüber fegen und habe den Matsch nicht im Teppich und nicht so auf dem Boden. Ja, wie macht ihr das denn mit den schlammigen Schuhen? Weil ich muss so oft hier rein und raus, also ich kann die nicht jedes Mal ausziehen. Die Lösung finde ich eigentlich ganz geil. Also das, was ich noch machen könnte, wäre die Matte hier auf die exakte Breite zuzuschneiden. Ne? Dass ich hier einfach mit einem Cuttermesser einmal lang gehe und das abschneide. Habe ich bisher nicht gemacht, weil ich es eigentlich ganz cool finde, dass sie ein bisschen nach oben geht und auch diese Türfronten vor den matschigen Schuhspitzen schützt. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich das passgenau haben will oder ob ich den Schutz der Fronten hier an dem Punkt einfach mitnehme. Punkt 2 ist dieser Wind- und Spritzschutz. Der hat sich auf jeden Fall schon mehrfach bewährt. Ich hatte den gar nicht so sehr als Spritzschutz geplant, sondern einfach wirklich, weil die Flamme von dem Gaskocher von dem Wind immer so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass es einfach viel länger gedauert hat, wenn ich keinen Windschutz benutzt habe. Und mit dem Windschutz geht das Kochen halt auch schneller. Und auch jetzt gerade, wenn wir filmen oder so und ich will einen Kaffee machen, ist ja die Heckklappe offen, dann geht das mit dem Kaffee schneller. Und es ist halt auch super praktisch, wenn man kocht und irgendwie Fett spritzt oder so. Dann sammelt sich das alles an der Oberfläche, man kann das einfach abwischen. Das Teil ist leicht, man kann die Elemente so bauen, wie man es braucht, flexibel. Kostet auch nicht viel, ist wie alles, was ich heute erwähne, wie immer in der Infobox verlinkt. Guckt da mal rein. Jetzt machen wir uns erstmal einen Kaffee. Ich habe gestern gebacken, einen Apfelkuchen. Der bleibt eine Woche lang saftig, wenn er so lange überlebt. Aber an der Stelle kann ich mich wieder bedanken und möchte ich mich auch bedanken für alle Leute, die uns auf Ko-fi einen Kaffee ausgegeben haben. Die Runde hier trinken wir auf euch. Also ich, Henning, trinkt gleich Tee. Herr Westerkamp kriegt jetzt hier auch Tee. Ne? Ich will auch mal hier die Tee-Ankündigung einlösen. Oft sage ich immer nur, der kriegt gleich einen Tee. Und dann haben wir keine Zeit mehr, weil wir dann schon die ganze Drehzeit aufgebraucht haben. Warum hole ich jetzt das Wasser nicht aus dem Wasserhahn? Weil ich extra noch Wasser dabei hatte. In meiner sehr malträtierten Trinkflasche. Ich hätte gerne eine größere Trinkflasche. Habt ihr irgendeinen Tipp dafür? Weil fürs Wandern ist die scheiße. Also wenn du dann einfach nur so, was ist das, 500 Milliliter oder was dabei hast. Ich hätte gerne was Größeres, was vielleicht nicht aus Plastik besteht, aber auch trotzdem leicht ist. Wenn ihr irgendeinen Tipp habt, ab in die Kommentare. Herr Westerkamp, sind Sie fokussiert? Sind Sie bei der Arbeit? Sind Sie abwesend geistig? Wie sonst immer. Ich habe ja vorhin erzählt, mich hat gestern Nacht der Backteufel geritten. Und jetzt habe ich gedacht,
bringst du dem arm frierenden Kameramann auch mal was mit. Eine coole Sache, wenn man draußen immer unterwegs ist und da sind häufig so Bänke und man sitzt ein bisschen länger, will picknicken oder so, oder man sitzt mal hinten auf dieser Ablage da oder irgendwo auf dem Boden. Da sind so Sitzkissen ganz geil. Das hier hat eine Freundin von mir, die den Pizzateig auch gemacht hat, selber gehäkelt. Und ja, da hat man zumindest was, um seinen Hintern vor Verkühlen zu schützen. Ist eigentlich ganz praktisch. Ist man nicht so eine riesen Decke oder so mit einem Stadionkissen und so gehen auch. Hat sich schon mehrfach bewährt, sowas an Bord zu haben. Ein Kumpel hat von mir auf die Frage, wann weiß man denn eigentlich, wenn diese Espresso-Kocher fertig sind, wenn der Kaffee fertig ist, hat man gesagt, wenn die aufhört zu sabbeln. Fand ich eine sehr akkurate Beschreibung. Danach wusste ich, wann der Kaffee fertig ist mit diesem Kocher. Ich weiß, wer sich darüber schon wieder köstlich amüsieren wird. Es würde mich nicht wundern, wenn ich dazu einen Kommentar von Knut Jansen in den Kommentaren finden würde. Übrigens, ich sehe das, ne? Wenn ihr kommentiert und so, ich nehme das schon wahr, wenn ihr häufiger kommentiert, dann weiß ich, das sind doch die immer dabei sind. Liebe Grüße an die immer dabei sind. Irgendwann, ne, eines Tages ist der Junge auch koffeinabhängig. Ich glaube zwar, dass es schwierig wird, aber auf geht's. Achso, ich habe die Schere wieder gefunden, ne? Die ist doch nicht durchs Auto geflogen. Ich dachte, sie wäre durchs Auto geflogen, aber ich habe einfach aufgeräumt und hatte sie woanders hingeräumt. Deswegen, sie war die ganze Zeit unten sicher, hinter den Türen. Ja. Nicht, dass sie denkt, hier, ich bin so eine unverantwortliche Autofahrerin. Da ist auch das andere Messer. Aber es ist halt so bequem. Ist halt aber nicht, ist relativ unbequem, wenn das Messer dann im Kopf steckt bei einer Vollbremse. Noch ein Teil, das ich immer dabei habe, vor allem im Winter, weil man da mehr Zeit drinnen verbringt, ist so eine Handyhalterung mit Saugnapf. Die mache ich mir dann, ich hatte mal eine mit einem längeren Arm, die habe ich aber geschrottet. Das mache ich mir dann innen, wenn ich hinten drin liege, an die Scheibe und da klemme ich dann das Handy rein und so gucke ich dann Netflix. Da muss ich die ganze Zeit nicht das Handy festhalten und kann bequem meine Serie gucken. Sehr praktisch. Was für Serien guckt ihr denn gerade? Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen? Ich brauche neue, gute Serien. Prost! Gestern nach dem Backen habe ich übrigens was gemacht, was ich schon 15 Jahre, glaube ich, fast nicht mehr gemacht habe. Und zwar habe ich mir auf YouTube hintereinander angeguckt Lord of the Weed, Lamas mit Hüten und hier bla Charlie the Unicorn, Put a Banana in Your Ear. Ich verlinke euch alle 3 Sachen unten in der Infobox. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch das kennt. Und was mir dabei wirklich erschreckend aufgefallen ist, ich benutze in meinem Alltag ständig Zitate, Versatzstücke aus Lord of the Weed. Es ist auf jeden Fall etwas, ja, ein Zeugnis der Zeit, ich weiß gar nicht, wann kam das raus, aber auf jeden Fall sollte man denen einen Award verleihen, weil die irgendwie unsere Generation, die jetzt 30 bis Mitte 30-Jährigen, ganz schön geprägt haben, finde ich. Also konnte ich heute noch drüber lachen. Der nächste Punkt ist Desinfektionsmittel. Nicht nur in Zeiten von Corona praktisch. Gerade bei allen Abwasserbehältern, wie zum Beispiel bei dem Urinkanister. Das ist übrigens der nächste Punkt, der Urinkanister. Den habe ich immer dabei, den brauche ich immer, das ist ein super Teil. Ist in der Infobox verlinkt. Es gibt ein ganzes Video über das Klosystem, das ich benutze hier oben. Hat sich extrem bewährt und kann ich nur empfehlen. Und wenn man dann Desinfektionsspray dabei hat und dann da reinsprüht, stinkt es nicht so. Es ist trotzdem desinfiziert, man kann das halt trotzdem anfassen und denkt nicht, Und das Gleiche auch bei allem anderen, wo man vielleicht im Auto nicht so ganz sicher ist, sollte ich da nicht vielleicht lieber heißes Wasser benutzen. Behelfen kann man sich zumindest übergangsweise damit. Das nächste Ding, das ich immer dabei habe, ist ein schwarzer Jutebeutel. Darin transportiere ich alles, was ich an
wenn ich Urinkanister irgendwo entleeren gehen muss oder so und den nicht einfach so in der Hand rumtragen möchte oder sonst wie irgendwie Müll oder so. Ich muss, wenn ich verschiedene Sachen einfach irgendwo entsorgen muss und nicht Bock habe, damit durch die Gegend zu laufen, ist so ein schwarzer Jutebeutel schon praktisch. Ansonsten für alle, die regelmäßig in Sexshops verkehren oder so, die kennen das sicherlich noch von früher mit der schwarzen Tüte. Aber so ein Jutebeutel fällt auf jeden Fall sehr viel weniger auf, vor allem wenn da irgendeine Werbung von einem Werkzeughersteller drauf ist. Fällt man im Baumarkt nicht auf. Der nächste Punkt ist das Katzenstreu auf Holzbasis. So sieht das Zeug aus. Warum fahre ich damit einen ganzen Sack rum? Also ich nutze das halt einerseits für die Toilette, ne? Es kommt dann in den großen Eimer und saugt, wenn da irgendwie Flüssigkeiten oder so dran sind, saugt es das auf. Und der Effekt ist natürlich auch dann noch sinnvoll, wenn man Feuchtigkeit im Auto irgendwie binden möchte. Manche Leute machen sich einen Sack mit Reis oder mit Salz. Ich nutze halt einfach die Fähigkeiten, die Saugfähigkeiten dieses Katzenstreus und es zieht mir immer ordentlich Feuchtigkeit hier mit aus dem Auto. Schöner praktischer Nebeneffekt. Dann das schreibe ich jetzt nicht extra auf die Liste, das sage ich euch jetzt so, weil das werden die meisten kennen. Gaffertape, Ducktape, kann man für alles benutzen. Ich war zum Beispiel den einen Tag wandern, hatte die falschen Socken an, habe mir erstmal 2 Blasen Fett an den Fersen gelaufen, hatte keine Blasenpflaster mehr. Und dann habe ich mir einfach mit Ducktape und so Tempotüchern, quasi notbehelfsmäßig, weil es auch kein anderes Pflaster gab, diese Zeit überbrückt, bis ich wieder aus den Schuhen raus konnte. Habe ich immer dabei, sind diese warmen, dicken Socken. Das ist ich glaube, das sind die dicksten, wärmsten Socken, die es so gibt von Smartwool. Ich habe aber auch die von Dantaf, habe ich euch schon mal vorgestellt bei dem Wintercamping-Video, verlinke ich euch hier oben. Da habe ich alles so kleidungsmäßig, was ich so benutze, mal genannt. Aber die habe ich wirklich, die sind so multifunktional für mich. Einfach abends, wenn es kalt ist, zum Wandern sind die super. Halten nicht nur warm, sondern sind halt auch so für Bewegung praktisch. Und die habe ich tatsächlich immer dabei. Der letzte Punkt ist ein Tool, um sich selber Starthilfe zu geben. Wenn man mal irgendwo in der Pampa liegen bleibt, dass man nicht darauf angewiesen ist, weil ihr wisst ja, ich bin gerne da, wo keiner ist. Und das bedeutet dann halt im Zweifelsfall, wenn man liegen bleibt, auch, dass da keiner ist. Und ich habe 2 Möglichkeiten, um mir selber Starthilfe zu geben. Als ich das Auto gekauft habe, hat mir die liebe Alina so eine Batterie noch von ihrem Opa gegeben, wo du dann auch so Klemmen hast. Und die machst du an und dann kannst du dir damit auch Starthilfe geben. Und die andere Möglichkeit ist das Solarpack, das ich benutze. Video findet ihr hier oben, wenn ihr sehen wollt, was das alles kann. Unter anderem kann es halt auch Starthilfe geben. Nicht jedem Wagen, aber dem kleinen Kombo kann es Starthilfe geben. Wenn das jetzt aber mal leer sein sollte, habe ich auf jeden Fall noch eine Backup-Variante mit dieser kleinen anderen Batterie. Ja, würde ich auch jedem empfehlen, für den Notfall, wenn man gerne einsam steht, irgendwie eine Möglichkeit, sich zu überlegen, wie man dann wegkommt, falls man liegen bleibt. Das war jetzt die erste Runde der 10 Teile aus dem Bereich Equipment, die ich immer dabei habe. Wie gesagt, es gibt noch die Sommerversion. Die würde ich euch, wenn wir sie produziert haben, hier oben verlinken. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind die Teile aus dem Bereich Equipment, die ihr im Winter immer dabei habt, wo ihr wisst, ist immer mit an Bord, ist hilfreich, habe ich aus Gründen. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wir würden uns freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt oder den Kanal abonniert. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.